herzlich willkommen. Ja, ich sag mal zu einer neuen Serie machen, was wir jetzt hier starten werden im EEP 17. Wir hatten ja im letzten Video hatte ich ja erwähnt gehabt, dass ich ja in eine komplett neue Anlage bauen wollte. Wir werden auch ganz simpel auch anfangen. Ich wollte halt wieder mit einem Oval. Ist wirklich auch für Anfänger und so ist das auch eigentlich perfekt geeignet. Wozu ich mich selber auch zähle als Anfänger, weil so viele Sachen gibt es hier noch in einem Programm, was ich noch nicht so wirklich verinnerlicht habe. Ich hoffe, dass es nach und nach kommt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen mit einer kleinen Anlage an, mit einem Oval. Und ja, dann wollen wir erstmal starten. Hier sind wir erstmal in dem Hauptmenü. Hier kann man natürlich hier oben einmal neue Anlage starten. Die letzte Anlage, die man bearbeitet hat, kann man hier laden. Anlage laden ist dann, kann man dann selber aus dem Ordner auswählen, welche Anlage man starten möchte. Modelle scannen ist besonders wichtig, wenn man neue Modelle installiert hat, damit die auch wirklich im EEP angezeigt werden. Genau, der Mod-Installer, das ist der halt um die Modellinstaller ist die zum Installieren von Modellen. Es gibt Modelle, die automatisch installiert werden, wenn man die doppelt anklickt, und dann gibt es auch die Möglichkeit von hier über dieses Menü zu machen. Das kann ich einmal kurz zeigen hier, und dann kann man dann hier zum Beispiel ein Modell laden und installieren. Ich lasse das jetzt erstmal weg. Genau, was haben wir da? Hilfe, den EEP Shop. Da gibt es sehr, sehr, sehr schöne Modelle, die man sich da erwerben kann. Es gibt auch Erweiterungen und Plugins und alles Mögliche. Ja, und das Ende, um das Programm einmal zu schließen. So, wir gehen jetzt einmal auf die Neuanlage. So, jetzt können wir jetzt mal ein paar Einstellungen tätigen, wie die Anlage geformt werden soll, jetzt in Anführungszeichen. Ne? Die Breite, die Länge, die Rasterdichte, genau, pro Kilometer, die Bodentextur, wie die Standard aussehen soll. Hier gibt es entweder kein Menü, kein Motiv, dann Bergalm, steinig, Berge, Flachland, Frühling, Wiese, Herbst, Seegrund, Schneedecke, Sommerwiese, Tundra, alles mögliche, Wüste. Ähm, Ich habe das Problem, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es an meinen irgendwelchen Einstellungen. Falls einer sich das Video gerade anschaut, der wirklich richtig Ahnung davon hat, woran das liegt, kann mir das gerne mal sagen. Ich habe nämlich das Problem, egal was ich jetzt auswähle hier, welches Motiv, bei mir ist die Grafik irgendwie, ja, sieht nicht schön aus. Das heißt, zum Beispiel gebe ich Beispiel hier ich eine Frühling Wiese 1. Berge lasse ich erstmal 0 so, ne? Rechteckform, man kann L, U, L-förmig, U-förmig, S-förmig, aber ich nehme einfach Rechteck, Geländeausrichtung normal. Ich lasse jetzt erstmal alles so, wie es ist. Wir wollen ja keine große Anlage. Das ist so standardmäßig so eingestellt, dann nehmen wir das. Dann zeige ich jetzt mal, ich habe jetzt hier Frühlingswiese 1 ausgewählt. So, wenn ich jetzt einmal auf OK bestätige, dann wird die leere Anlage quasi erzeugt. Und dann habe ich da Grafikprobleme. Ich weiß nicht, ob das an irgendeinen Einstellungen, Grafikeinstellungen liegt oder was. Wir starten mal schon mal. So, ne, hier ist das grüne Fenster, das Planfenster ist das. Ich erkläre jetzt auch gleich nochmal hier ein paar Sachen. So zwischendurch werde ich noch was erklären. Wir werden jetzt auch mal hier die Anlage bauen, so sagen wir so. Ich will erst mal zeigen, damit mir jemand eventuell helfen kann. Hier werden wir hier unten links an die 3D-Ansicht aufrufen. So sieht die Anlage jetzt einmal natürlich aus. Ne? Grün, alles grün, grün, grün. Aber man sieht hier jetzt schon quasi so ein bisschen so verschwommene Grafik. Wird ganz besonders mehr, wenn ich hier einmal nach oben gehe. So, also ne, so sieht man so ein bisschen, gucken, hier sieht man ja hinten ist so schon alles so verschwommen.
Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Ob das an irgendwelchen Einstellungen liegt oder so. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich viel geändert. Ja, das erste, was ich dann mache, wenn ich eine Anlage neu starte, dann gehe ich hier unten auf Gelände, Oberflächengestaltung im 3D-Modus halt. Dann gehen wir hier auf dem Pinselchen. Ich mache mal Bearbeitungsgröße auf ganz groß. So, dann haben wir hier dieses Alm, zum Beispiel Low Quality. Ich gehe dann hier auf einmal auf 256 x 256 Standard. So, dann würde ich hier einen von denen High Quality nehmen. So, bei denen sieht das dann nämlich nicht mehr so aus. Wir nehmen mal einfach Alm, ja, Alm 2, Alm 1. Nimm mal Alm 1. So, das erste, was ich dann mache, weil er so blöd aussieht, ich ende einmal die Textur komplett hier. So sieht das dann nämlich aus. Das mache ich jetzt erstmal ganz schnell hier überall, weil ich mag das nicht, wie das so aussieht. Wie gesagt, wenn ihr wisst, woran das liegt, an welchen Einstellungen oder so, könnt ihr mir gerne in die Kommentare einmal schreiben. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, weil das ist echt nervig jedes Mal äh, beim Starten einer neuen Anlage jetzt, ne, dass ich hier quasi das hier wieder bearbeiten muss, beziehungsweise ja, nicht muss, aber ich das mache, weil nicht so schön aussieht. So, wir gucken jetzt, ist hier so alles so vernebelt, wenn man so weit rausgeht, ne? So, ich glaube, das war jetzt alles, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Sieht aber okay aus. So. So, gehen wir einmal hier in den. So, wir schauen mal, wo waren wir jetzt? Genau. Das ist jetzt unsere Anlage. Die ist jetzt komplett leer. Es ist grün. Alm. Was haben wir denn? Almengrün, Almenwiese haben wir jetzt gemacht quasi, ne? Ja. Wir fangen jetzt an hier mit einem Oval. Würde ich jetzt so sagen, dass wir quasi einmal hier alle einmal rumgehen mit den Gleisen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal könnten wir das jetzt theoretisch hier in dem Menü machen und zwar hier unter Fahrwege Splines und würden dann hier runter in diese Bahngleisen gehen. Ne? Hier wären nämlich die ganzen Gleise. So, das wäre natürlich die eine Möglichkeit, beziehungsweise die Möglichkeit, die ich gerne nutze. Ich finde es schön, im 3D-Modus zu bauen. Allerdings im Planfenster, so, jetzt sind wir hier, genau. Man hat nämlich die Möglichkeit auch im 2D-Fenster, also im Planfenster hier einmal auf die Gleise. Das ist quasi das Spline und dann hat man hier die Gleise und dann gibt es extra für Straßenbahnen, gibt es extra für Straßen, haben wir extra hier, ne? Und hier sonstige Splines für Wasserwege und alles mögliche halt. Wie gesagt, wir fangen jetzt mit dem Gleisen an. Genau, welchen nehmen wir denn? Ja, ich würde jetzt gerne schon einen mit Schottern nehmen. Sowas vielleicht. Moment, ich habe hier noch andere gehabt, die ich nachträglich installiert hatte. Was haben wir sogar hier mit Schnee? Für den Winter passt das eigentlich, ne? Jetzt, wo ich den Schnee hier sehe, ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage mit eurer Familie und habt die Weihnachtstage sehr gut verbracht. Ja, da die Feiertage sind vorbei und da kommt schon der nächste, ne? Hier die Silvester, Neujahr haben wir ja fast bald ein paar Tagen. Ähm, so, genau, hier, die würde ich nämlich, die sehen nämlich schön aus. Die sind so, also sehen von Qualität her sehen die schön aus. Die müsste man jetzt nur gucken. Die Betonschwelle. Nehmen wir Betonschwelle oder Holzschwelle? Holzschwelle Standard. Ey, wo bist du hin? Hallo? Holzschwelle Standard hier. Das könnten wir eigentlich benutzen. Sieht schön aus mit Holz.
Den gibt es bestimmt auch mit ja, Betonschwelle. Oder sollen wir mit Betonschwelle? Die sieht modern aus, glaube ich. Nehmen wir den Modell hier Betonschwelle Standard. Genau. Dann einmal hier eine Gerade brauchen wir. Natürlich elektrisch bitte. So, jetzt platzieren wir die einfach mal hier hin. Das sieht so ein bisschen krumm aus. Hat sich irgendwie verschoben oder so? Nö, sieht eigentlich okay. Cubic, Line Arc. Nö, alles okay. So, das ist natürlich jetzt genau in der Mitte von der Anlage. Die würden wir jetzt einmal nach unten ziehen. Das ist die Frage. Weil wenn wir jetzt einmal hier so rumgehen, dann sind wir hier so weit oben. Ich würde das so gerne mittig haben, nur quasi ein Stück runter. Genau. Machen wir mal so. Bisschen seitlich. So. Genau, dann können wir nämlich im Planfenster dann hier einmal mit den Verlängerungen anfügen. Jetzt bin ich am Überlegen, wie lang machen wir das denn? Probieren mal aus, einfach mal jetzt 2, 3, 4, 5. Dann noch eins. Dann machen wir den. Nein, nicht Line Arc. Machen wir mal hier. 45 Grad. Sollte hinhauen, glaube ich. Wir gucken mal. Ja, 45 Grad ist okay. Genau, dann würden wir nämlich den nochmal einmal verlängern und einmal vertauschen. Weil dann würde ich hier schon mal eine Weiche hinbauen, um quasi eventuell so einen Gleiswechsel möglich zu machen. So, dann würde ich jetzt einmal die Gleise einmal umdrehen in die andere Richtung. Das heißt, wir vervielfachen nach oben. Ne, natürlich falsche Richtung. Nochmal auswählen. Dann müssen wir nämlich hier ein Minus davor setzen. Oh, ein Minus davor setzen. Dann passt es nämlich. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Brauche ich hier. Ne, das könnte ein Standard in ein Gleis umwandeln. Genau. Dann einmal den, aber dann müssen wir wieder das Minus wegnehmen. Einmal umdrehen, damit das in die andere Richtung auch wirklich guckt. Perfekt. Dann zack und zack. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Wieso hat er den jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ist doch richtig. In die Richtung, ja. Ach, ne, der soll ja vorwärts gehen. Also, weil hier zeigt dir der Pfeil nach in die Richtung. Das heißt vorwärts, wenn ich hier vorwärts drücke, quasi. Ne, zack, zack. Genau, das war das nämlich. Zack und zack. Das wäre das gewesen. Wie machen wir das denn jetzt weiter? Hier müssen wir mal gucken. Genau. Ich würde hier auch einen Gleiswechsel irgendwo hinbauen. Ist die Frage jetzt. Das sind nämlich 5 Gleise. Das einmal rückwärts, genau. Und noch ein rückwärts, genau. Dann würde ich nämlich sagen. Oder kann ich noch eins machen? Ah, ja, ich sehe gerade, dass wir diesmal ein Stück links zu nah sind. Das sollte eigentlich aber passen. Sollen wir das jetzt quasi so machen? Jetzt muss ich mal noch gucken. Ja, sollte eigentlich hinhauen. Genau, wir nehmen das, wandeln das in ein Zwei-Gleise-Weiche um. Dafür nehmen wir den einmal raus. Den wandeln wir auch in 2 Gleise um. 1, 2. Ja, ist richtig. Den müssen wir jetzt natürlich, wir verbinden erstmal mit Steuerung G. Kann man das nämlich direkt hier einmal verbinden. Den würde ich jetzt gerne einmal, natürlich auch einmal eine kleine leichte Kurve machen. Das wäre dann
Jetzt müssen wir überlegen, müssen auch 45 sein. Ja, aber ja, das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht hinkriege. Warum äh, hakt er sich da rein, aber bleibt immer noch gerade, also dass das nicht wirklich so gerade wird, dass er so richtig einhakt. Gibt es da irgendwas, was ich da falsch drücke oder so? Gibt es eine Taste? Ein Alt? Nein. Vielleicht Shift? Auch nicht. Steuerung? Auch nicht. Ich kann mir das einmal, der vielleicht Ahnung davon hat, mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich verstehe das nicht, weil das gleichzeitig wird jetzt angezeigt, als hätte er eine Verbindung. Aber das ist ja jetzt keine richtige, ne, also keine Verbindung. Ich verstehe das echt nicht. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einmal einen Tipp darüber geben könnt. Das muss ja irgendwie Steuerung oder Shift-Steuerung, beides? Ne, auch natürlich nicht. Alt ist das auch nicht. Ich verstehe das echt nicht. Dann muss ich bei sowas leider in den 3D-Modus. So. Weil so sieht das dann aus, als wäre es, ne, quasi. Aber ist nicht. Und aber muss ja so machen. Jetzt muss ich gucken, ob der jetzt seinen Winkel leider verändert. Machen wir wieder auf 45. Und hängen den hier wieder auf. Und gucken nochmal. 45. So, perfekt. Natürlich soll das bei 60 Meter bleiben. Wir lassen das bei 60 Meter, genau. Jetzt muss ich das auf der anderen Seite einmal schauen. Was ist das denn da? 45 ist auch keine 60 Meter. Ja, das ist natürlich. Na gut, kann man nichts machen. Wir gucken jetzt weiter. So, hier würden wir dann nämlich den hier einmal umdrehen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder eine Minus davor setzen. Und einmal noch. Okay. Keine Minus. Jetzt aber nach oben, genau. Allerdings brauche ich das als Eingleisstück. So, können wir wieder Steuerung G. Dann verbinden wir einmal hier und Steuerung G verbinden wir einmal zack und zack. Perfekt. Jetzt ändern wir einmal die Weichen auf gerade, damit die Züge auch gerade erstmal fahren. Ja, ich glaube, hier unten könnte man einen Bahnsteig noch irgendwie reinbauen. Muss man mal gucken. Wir gucken mal, dass wir erstmal das Oval fertig kriegen. So, das ist das. Ja, was machen wir? Sollen wir ein Stück gerade machen oder sollen wir direkt einmal drehen? Ich glaube, ein Stück gerade wäre super, ne? Machen wir das einmal. Moment. Genau. Müssen wir einmal nach hinten umdrehen. Moment. Die haben ja was vergessen. Wir haben hier die Weichenverbindung vergessen. Nämlich hierhin muss der kommen. Das heißt, den müssen wir einmal vertauschen. Oder? Vertauschen. 2 Wege. Steuerung und G. Dann gehen wir hier mit einmal. Ne, irgendwas. Steuerung G. Aber wieso ist hier auch ein Dings? Machen wir mal so. Perfekt. Allerdings, warum? Da läuft was schief. Warum ist da keine Verbindung? Oh Mann, wir haben hier
ein Endgleis haben wir gemacht. Ein Prellbock mitten auf der Strecke. Ist ja auch lustig, ne? Ja, klar. So, in ein Gleis. So. Dann haben wir nämlich da auch die Verbindung. Genau, dann passt das nämlich. So, dann einmal den geradeaus, der geradeaus, genau. Dann gucken wir mal weiter. Das ist super. Jo, dann können wir nämlich hier jetzt erstmal weitermachen. Das ist ja jetzt eine weiche, ein Zwei-Wege-Gleis. Dann setzen wir das jetzt einmal umdrehen. Nein, falsche Taste. Einmal zurück. Genau, das ist das. Allerdings in ein Gleis zurückwandeln. Den müssen wir jetzt erstmal wieder gerade machen. Das heißt, den Winkel setzen wir wieder auf 0. Dann okay. Ja, jetzt, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier andocken kann. Deswegen wieder in 3D. Und der ist aber verkehrt herum. Das heißt, der muss einmal so rum andocken. So, und den können wir jetzt nämlich einmal umdrehen und vervielfältigen an diese Seite. Jetzt gucken wir mal. Reicht das als gerade oder sollen wir noch ein gerade machen? Wir machen mal noch eins. Einmal zurück und einmal, ne, machen wir so und einmal nach vorne. Das sollte reichen. Dann gehen wir mal hier weiter. So, dann gehen wir hier einmal vorwärts. Hier gehen wir einmal rückwärts, aber bitte in ein Gleis zurückwandeln. So, ja, genau, jetzt kommt hier auch eine Gerade. Jetzt haben wir das gleiche Spiel. Wir machen das mal anders. Wir kopieren uns das jetzt hier. Steuerung C. Gehen wir einmal hier rüber. Und einmal hier hin. Zoomen. Reinzoomen. So, und zack. So, und den setzen wir jetzt einmal hier. Einmal klack. Dann gehen wir wieder in 2D-Fenster. Und setzen den einmal in die Richtung. Perfekt. Aber noch einmal zurück und einmal vorwärts. Da haben wir nämlich 2 Stück gehabt. Jetzt kommt die nächste Kurve. Machen wir ein Verlängern. Ein Verlängern und ups, falsche Menü. Gleiseigenschaften. Dann gehen wir einmal auf Arc. Nochmal 45 Grad. Nein. Nochmal minus 45 Grad. Zack. Jetzt aber. Dann können wir noch eins weitergehen. So, den machen wir jetzt einmal umdrehen. Zack. Und hier auch einmal und zack. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir hier nämlich das gleiche Spielchen. Einmal vorwärts. Aber jetzt haben wir 45. Jetzt müsste es richtig sein. Hey. Geht doch. Einmal nach vorne vervielfältigen. So, den einmal parallel und einmal so zurück. Perfekt. Das hätten wir jetzt nämlich auch schon mal. Jetzt bin ich am Überlegen, aber hm, also genau. Ich bin am Überlegen, ob ich hier auch so ein Parallel machen soll. Wir müssen ja jetzt erstmal den einmal verlängern. Dann setzen wir den auf 0 Grad zurück mit 60 Metern Länge. So, jetzt bin ich mir. Das sieht aber. Oh oh. Ja, das sieht aber nicht so.
Wir gucken mal vorwärts, 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 vorwärts. Okay, da stimmt was nicht. Ähm, ei. Wo haben wir denn jetzt hier Mist gebaut? Och Mann. Dann müssen wir das anders machen. Müssen wir eine leichte Kurve machen. Das heißt, wir versuchen mal mit Steuerung G. Mal so. Dann ist das jetzt nicht wirklich gerade. Und mit dem hier einmal hier rüber. Okay, zurück. Ja, so einen leichten Knick haben wir da. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch. Muss ja nicht alles wie mit Lineal gezogen sein. Genau, jetzt würde ich hier nämlich ein... Genau, machen wir hier, vertauschen wir mal auf Anfang und Ende. Dann setzen wir das mal in ein zwei Wege. Dann würde ich nämlich hier auch einmal vertauschen, auch in ein Zwei-Wege-Gleis. Und würde die nämlich hier verbinden. Das setzen wir dann auch in ein Zwei-Wege-Gleis. Das nicht. Einmal den vertauschen. Nein, Moment. Der ist doch schon in die Richtung, ist so richtig. In Zwei-Wege-Gleis. So, genau. Steuerung G. Und von hier einmal hier rüber. Genau. Aber wir setzen die Weichen erstmal geradeaus. Jetzt muss ich mal gucken, das Stück, ich hoffe, ist das nicht zu kurz für einen ICE oder so, ich hoffe mal. Ansonsten würden wir hier das Gleis nehmen. Genau. Müssen wir mal drauf achten gleich. Okay. So, das Ganze sieht in 3D, sieht das dann so aus. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, da hätten wir auch schon mal unser Oval. Unser schönes Oval. Und jetzt ist die Frage, wir könnten hier unten einen Bahnhof hinbauen. Und dann hier oben eventuell sollen wir auch einen Bahnhof hinbauen. Zwei Bahnhöfe, einmal hier und einmal da. Könnten wir machen eigentlich, ne? Dann würde ich theoretisch hier vielleicht innen drin wieder so eine kleine Stadt bauen. Quasi hier als Bahnübergang hier an den Seiten. Ähm, ja, jetzt müssen wir, okay. Haben wir denn alles elektrifiziert? Ja, ne? Die Oberleitungen sind da. Da gucken wir mal. Was können wir denn? Hier, Bahnsteig. Ich guck mal kurz. Wir gehen mal wieder in 2D-Fenster. Gucken mal hier. Wo bist du denn hier? Gleiseditor, Gleisobjekte. Gehen wir mal hier runter zum Bahnhof, zum Bahnsteig. Ich glaube, so ein ICE-Bahnsteig wäre nicht schlecht. 72 Meter. Boah, sollte ungefähr hinkommen. So ein bisschen länger noch. Mit Glasdach oder mit Halten? Ne, mit Glasdach. Machen wir mit Glasdach, ne? Setzen wir mal hier hin. Was haben wir noch? Mit Glasdach. 24 Meter. Kann sein, tun wir auch mal hin. Wann wollen wir das jetzt nämlich? Wo sind die? Da oben. Das heißt, wir sind so quasi ist die Anlage. Okay. Ja, genau, so rum ist das richtig. Dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir hier das Stück nach und nach entfernen. Nehmen wir mal weg. Nehmen wir mal weg. Einmal drehen. Tun wir den Bahnsteig hier dran. Du kannst auch gehen. Verlängern wir den einmal. Kopieren. Einmal hier rein. Nehmen wir noch eins weg. Nochmal Steuerung
kopieren und einmal rein. Reicht das? Oh, einer geht noch, ne? Ja. Einer passt noch rein. Versuchen wir so weit zum weit wie möglich zu machen. So, das ist ja das Stück funktioniert leider nicht mehr. Aber ach, guck mal, das können wir doch machen. Wir können das mal löschen. Wir setzen mal das kleine Stück hier hin. Einmal zack. Hey, hat nicht geklappt. So. Und dann machen wir Steuerung G, verbinden das nochmal hier rüber. Na, sieht doch. Passt doch. So. Ich glaube, müsste auch lang genug für ein ICE sein. Können wir mal schauen. Wir gehen mal einmal auf Rollmaterial. Dann hier oben auf Zug öffnen. So, jetzt gucken wir mal auf unsere gespeicherten Züge. Wir gehen mal in ICE. Nehmen wir mal, keine Ahnung, hier ein ICE 3. Oh, warum bist du jetzt da hinten gelandet? Komm mal nach vorne. Weiter, weiter, weiter. Okay, das ist ein kurzer ICE. Er würde ungefähr so stehen. Er hat, boah, eine ganze Menge noch Platz. Okay. Und das gleiche würden wir jetzt nämlich auf der anderen Seite machen. Allerdings ist es ein Doppelbahnsteig. Das heißt, hier auf der Seite könnten wir auch nochmal später vielleicht noch ein Gleis neben, so ein Nebenbahngleis bauen. Wir gucken jetzt, wir machen erstmal hier weiter. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo ich anfange am besten. Hier. Dann kopieren wir das. Aber der passt natürlich da nicht rein. Dann machen wir das so und so und so. Und das ist eine Weiche. Das funktioniert leider nicht. Müssen wir gleich gucken. Wir machen erstmal das hier. Und zack. Nochmal kopieren. Und zack. Na, komm, raste ein. Okay. Das wird ein kurzer Bahnsteig. Ne, wir müssen hier das Gleis hier ein bisschen verkürzen. Genau, das ist ja die Weiche. Die müssen wir verkürzen. Machen wir mal auf 30 Meter. Genau. Und würden das dann anfügen. Das könnten wir sogar noch mehr verkürzen. Ne? Moment, wir machen das anders. Wie nennen wir das? Gizmo. Diese Pfeile hier mit den schönen bunten Farben nennt sich Gizmo. So. Perfekt. Dann einmal. Oh, das war ja Millimeter. Oh Mann. Nochmal kopieren. Einmal drehen. Müssen wir das anders machen. Ziehen wir mal einmal kurz weg. Einmal zack. Wie machen wir das denn? Das müsste eigentlich jetzt automatisch einrasten, wenn ich das so mache. Zack, perfekt. Jetzt kontrollieren wir, ob die Weiche auch wirklich verbunden ist, denn es kann gut möglich sein, dass die Weiche sich... ja, ist genau das gleiche Problem hier. Da ist die Weiche verbunden, aber hier unten nicht. Denn wir haben da auch ein Gleis, was eigentlich eine Weiche ist, entfernt. Genau, das ist nämlich das andere Ende hier. Neue Anlage wurde verändert. Soll die Anlage gespeichert werden? Ja. Machen wir erstmal Nein. Ich speichere das später automatisch. So. Genau, das ist das Problem. Können wir das anders machen? Das heißt, wir müssen den hier einmal rausziehen. Jetzt müssen wir da ein Gleis hinmachen. Wir kopieren mal das kleine hier und tun wir einfach mal hier hin. So, einmal hier einrasten. Aber
so, dass wir das einmal zum Objekt editieren Gizmo, einmal ein bisschen kleiner, so wie möglich. Einmal hier rein. So, jetzt passt das natürlich da nicht mehr so rein, wie es sollte. Das heißt, wir ziehen den erstmal hier an der Seite weg. Wie machen wir das denn jetzt hier? Wir ziehen den weg. Jetzt kommt erstmal der hier rein. Zack. Dann einmal hier zack. Und einmal und zack und zack. Okay. Das ist halt ein bisschen verkürzter Bahnsteig halt, ne? So. Eigentlich hätten wir vielleicht, ja doch, so. Jetzt ist das da vorne nicht eingerastet. So, dann nehmen wir nochmal den Gizmo, ziehen einmal zurück und blub. Und zack, das hätten wir auch. Jetzt gucken wir nochmal im Fenster hier. Sieht doch schön aus. Und auf der anderen Seite sieht auch gut aus. Wir machen wir mal so. Okay. Das ist quasi jetzt unser Bahnsteig. Haben wir irgendwie mit dem ganzen Dach sieht das. Nee, ich glaube, das sieht nicht schön aus. Komplett überdacht, ne? Wie viele Teile haben wir denn hier? Das sind 1, 2, 3. Oh oh. Da hat sich was verschoben gerade. 3, 4. Was hat sich denn jetzt da verschoben? Irgendwas hat sich verschoben, habe ich gerade gesehen. Müssen wir nochmal schauen hier. Was war das denn? 2, 3, dann 4. Ja, okay. So, ich war gerade in Gedanken. Wir ändern das jetzt erstmal. Wir gehen mal. Moment, Gleisobjekte, Gleise. Warum ist das jetzt ausgewählt? Einmal raus da. So. Gleisobjekte, Gleise. Wir gehen runter auf Bahnhof, Bahnsteig. ICE mit Glasdach hatten wir genommen. Wir nehmen mal jetzt das hier ohne Dach. Ich würde mal sagen. Ja, das. Oh oh. Ja, genau. Einmal tauschen. Und das würde ich auch einmal tauschen. Das würde ich gerne tauschen. Und das würde ich gerne tauschen. Das heißt, die Bahnsteig Mitte lassen wir erstmal unbedacht. Also ohne Dach. Weil wenn wir jetzt ein Bahnhofsgebäude machen, dann wird das, ja, damit das schöner aussieht. So, das Bahnhofsgebäude würde ich jetzt hier in der Mitte machen. Da habe ich sogar einen im Kopf, der eigentlich sehr schön ist. Allerdings ist da das Problem, es ist keine Immobilie zum Einsetzen, sondern auch als Gleisobjekt. Dafür müssen wir erstmal im Spline Gleise. Gehen wir erstmal runter. Wir müssen erstmal unsichtbares Gleis wählen. Dann gehen wir wieder auf Objekte Gleise und suchen mal nach Baden. Da haben wir es schon mal. Das ist denn. Ach, die haben auch einen eigenen Bahnsteig. Ne? Nachher. Ja, könnte man eigentlich auch benutzen, ne? Den eigenen. Was ist der Unterschied hier? Ach, zweigleisig und eingleisig. Den hätte man auch benutzen können eigentlich. Genau, wir gucken mal hier. Ja, der ist aber ein bisschen tiefer gelegt. Ja gut, das war jetzt aber nicht das. Ich wollte nämlich das Gebäude hier. Das ist nämlich einmal das hier. So, das ist einmal das Gebäude, Bahnhofsgebäude hier. Baden-Baden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt 1:1 das Bahnhofsgebäude von Baden-Baden ist. Wir
nennen unser jetzt Bahnhof um. Und warum ich dieses Modell gerne benutze, ist, weil man hier bei den Eigenschaften, einmal bei Aufschrift, kann man hier nämlich den Namen quasi hier ändern, was auf dem Tafel hier steht. So, wie nennen wir denn unsere Stadt? Wüsste ich jetzt gar nicht. Ich nenne das mal jetzt einfach, keine Ahnung, ja, No Name. Würde ich jetzt einfach mal Vorschau. No Name. Wir nennen das ja erstmal No Name. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie wir das nennen können und kann schreiben. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare einmal reinschreiben. Dann können wir mal schauen, was für schöne Namen ihr euch ausgedacht habt. Vielleicht lustige, warum nicht, ne? Ich nenne das jetzt erstmal von No Name. Übernehmen wir erstmal. Okay. So, jetzt ist die Frage. Das Bahnhofsgebäude stellen wir am besten hier auf die Innenseite, ne? Quasi, genau. Dann drehen wir das einmal. So rum. Das ist ja quasi hier das Gleis von selber. Ich benutze das halt nicht. So, es muss einmal Drehung 90 Grad, damit das... einen neuen zu viel. So. Dann würde ich das nämlich jetzt hier vorziehen. Der ist natürlich auch ein bisschen zu tief gelegen. Müsste man einmal kurz anheben. So, das ist... komm, komm, ein kleines Stückchen noch. So. Also mal schauen. Passt das? Ja, ne? Ah, klein bisschen. Ja, das Problem ist, es ist schwierig. Wir versuchen mal hier einmal die Höhe. Machen wir mal 48 hier. Ach, hier meine ich 18. 18 könnte vielleicht sogar zu viel. Ja, geht. Könnten wir sogar 19 machen, eventuell. Gucken wir mal. Ja, 19 perfekt. Guck mal, das sieht doch schön aus. Müssen wir jetzt nur noch ein bisschen mittig ziehen. Das machen wir am besten mit dem Gizmo. Da verschiebt sich auch nichts richtig. So, ein bisschen Stück mittig noch. Ja, ungefähr so Pfeile gleich. Ja. So, da hätten wir unser Bahnhofsgebäude. Wir sind natürlich jetzt auf der Seite ein Stück hoch. Ne? Müssen wir nur gucken gleich, wie wir das da machen. Gleich oder in den nächsten Folgen gucken wir mal, wenn wir Bahnhofsvorplatz gestalten. So, das ist jetzt unser Oval mit dem ersten Bahnhof. Ich würde sogar jetzt mal sagen, wir packen schon mal Signale rein. Vorsignal, Rangiersignal, nehmen wir mal Hauptsignal. Also ich kenne mich ja mit den Signalen überhaupt nicht aus. Ich kann mir jetzt unter diesen ganzen Abkürzungen hier überhaupt nichts vorstellen. Also ich würde jetzt einfach mal irgendeins nehmen, was, keine Ahnung, vom Aussehen her so ein bisschen so schön, so schick aussieht, schön aussieht. Also das HP kann ich mir schon vorstellen. Hauptsignal. Das ist dann die maximale Geschwindigkeit wahrscheinlich. Vmax ist ja, ne, ist ja Geschwindigkeit. Aber dieses andere ganzen Sachen hier, muss ich ehrlich sagen, weiß ich echt nicht. Ja. U-Bahn, Signale. Boah. Was ist das denn? Ja. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen hier. Was nehmen wir denn? Was ist das? Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ich habe jetzt so viele Signale. Die kommen alle, ja, die meisten, weil ich mir irgendwelche vorgefertigte Anlagen im EEP-Shop gekauft habe und da man sich ein paar Anlagen halt zulegen musste, damit die Anlage spielbar ist.
Nehmen wir mal einfach, keine Ahnung, nehmen wir mal die hier. So, einen stellen wir hier hin. Okay. Okay, der steht jetzt auf Halt wahrscheinlich, gehe ich von aus. So, gucken wir mal. Halt. Fahrt, dann Halt. Fahrt, dann Fahrt. Fahrt, dann Fahrt mit 100. Fahrt, dann Fahrt mit 40. Fahrt mit 40, dann Halt. Fahrt mit 40, dann Fahrt. Das sind so viele, boah, so viele Bedeutungen. Also ich könnte das gar nicht. Wir gehen die mal einmal kurz durch. Wir gehen mal einmal so. Schau mal, das ist einmal zack und zack. Nix, zack. Hallo? Was ist da? Hat es kein Vorsignal oder sowas? Ist das? Oder ist der. Ach, der kleine. Ja. Der steht da mit dabei, ne? So, normal. Moment. Hier ist das. Ja, hier ist das Vorsignal. Das würde ich dann am besten an das Stück stellen, wo kein Dach ist. Aber obwohl, das ist ja in der Mitte, ne? Das ist ja kein Problem. Das ist ja hier in der Mitte, kann man auch irgendwo hier, aber ich lasse das jetzt erstmal hier. Auf die Höhe, genau. Ich stelle das auf. Oh, falsches Menü. Genau, ich stelle das erst mal auf Halt. Genau, das ist das Haltzeichen. Dann kopieren wir das jetzt einmal, drehen uns um und platzieren wir einmal hier noch einen hin. Gucken. Ja, das ein Stück nach hinten. So. Hier. Jetzt müssen wir das Vorsignal hier wegziehen. Dann würde ich auch wieder sagen, bis hierhin. Ungefähr so. Okay. Ja, die Haltelinie müsste jetzt noch eingestellt werden. Wie viel wären das denn? Wenn es 10 Meter? Mal gucken. Ja, kommt hin. Das ist okay. Wie sieht das bei dem anderen aus? Jetzt habe ich das da gar nicht geguckt. Der ist nämlich zu nah. Ja. Wenn ich das jetzt ziehe, kommt das jetzt auch mit, ne? Oder kommt das da nicht mit? Ja, natürlich kommt es mit. Machen wir mal so bis Weiche. Da können wir. Oh, Menü schließen. Machen wir auch wieder 10 Meter. Wo ist das? Ja. 10, machen wir mal 12 Meter. Okay. Das Vorsignal. Ein Stück wieder zurückziehen. Okay. Dann haben wir in beiden Richtungen schon mal unsere Signale. Ich würde jetzt erstmal die Signale schalten. Aber warum zeigt der denn jetzt nach... Okay, da müssen wir mal drauf achten. So, dann machen wir mal Rechtsklick, Kontaktpunkt. Machen wir hier. Fahrtrichtung 1. Machen wir mal, keine Ahnung, 50 Sekunden. Stellt dann auf Fahrt. Okay, aber umdrehen. Fahrt also Richtung 2. Perfekt. Jetzt muss ich einmal gucken, wo das da nochmal ein Stück vor. So, den kopieren wir jetzt nochmal. Setzen den hier hinten ein. Natürlich ist der wieder falsch. Einmal umdrehen. Der setzt das dann auf Halt, aber sofort. Sofort, wenn er an dem Signal vorbeifährt quasi. Oh.
Ich wollte eigentlich das Kontaktpunkt, den Kontaktpunkt. Das wollte ich einmal noch schauen. Okay, ja, die ist nämlich falsch hier. Machen wir das einmal so. Warum kann ich das nicht auswählen? Zack. Das einmal gerade. Wo ist der Kontaktpunkt jetzt hin? Der müsste das sein, glaube ich. Ja, machen wir so. Das war das, ne? Jetzt der auf Halt setzt. Genau, den kopieren wir uns einmal, setzen den noch einmal hier hin. Falls der Zug natürlich nicht geradeaus, sondern in die Richtung fährt, damit er da auch einmal umschaltet. Genau, das wäre das. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und machen hier auch Kontaktpunkte. Zack. Kontaktpunkt, einmal zack. Ich hoffe, Richtung 1 stimmt diesmal. Fahrt. Da drüben haben wir 50 gemacht. Ja, machen wir hier 45 Sekunden. Natürlich wieder in die falsche Richtung. Das ist wieder Richtung 1. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Haltelinie war. Bei die Haltelinie. Ja. Machen wir mal 8 Meter. So. Machen wir 7. Genau, dann schauen wir mal. Ja gut, das sollte reichen. Den Stück nach vorne ziehen. Den kopieren wir uns einmal und setzen den hinter die Weiche mit 0 Sekunden dann auf Halt, sobald das Signal passiert, damit das Signal wieder auf Halt springt für den nächsten Zug. So, das ist jetzt so eine einfache kleine Schaltung. Kann man jetzt nicht wirklich so Schaltung nennen, das ist ganz einfach das Ding. So, zum Abschluss dieser Folge würde ich jetzt einmal nur ganz kurz hier mal einen Zug setzen, beziehungsweise jeweils einen Zug in eine Richtung. Und würden wir erstmal schauen, ob das mit den Signalen so funktioniert, wie wir das wollen. Was ist das denn? So, genau, dann müssen wir erstmal wieder auf Rollenmaterial, dann oben auf Dateizug öffnen. Dann suchen wir uns mal wieder ein ICE. Ja, ein ICE oder ein DB. Ich hatte auch hier ein Intercity gehabt, den ich sehr, sehr schön finde. Also so richtig schöne Rollenmaterial. Wir nehmen den. Da müssen wir einmal nur schauen, ins welche Gleis wir den stellen müssen. Wer ist der kürzere? Der kürzere ist das Innengleis. Okay. Das heißt, wir setzen den einmal mal hier hin. So. Das ist so ein schickes. Ich finde den einfach so nice. Also richtig, richtig, richtig nice ist das. Wir würden jetzt erstmal einmal kurz Stromabnehmer machen. Stromabnehmer 1. Ja, machen wir Stromabnehmer 1. Allerdings würde ich den gerne einmal wenden und würde lieber mit dem Triebwagen, mit dem hier vorwärts fahren lassen. Nicht mit der Lok, sondern hier mit dem Triebfahrzeug hier vorne. Genau, dafür muss man jetzt nur achten, weil er dann quasi rückwärts steht, würden wir den so, wenn wir gucken mal fährt der nämlich in die andere Richtung, wir müssen dann ein Minus davor setzen und setzen den auf minus 80, mal einfach. Obwohl, mal stehen, bleibt mal stehen. Genau. Bevor wir weitermachen, ganz kurz Zug öffnen, tun wir noch auf die andere Seite noch einen Bahn rein. Ja, ein ICE würde ich jetzt nehmen, keine Ahnung,
ja, ich muss aufpassen, dass es jetzt nicht zu lang ist. Eine Masken... Nee, keine Maskenbahn. ICE 4 würde ich gerne nehmen. Allerdings muss man jetzt aufpassen, dass der nicht zu lang ist. So, und schauen wir mal. Ja, der kommt hin. Der ist okay. Der kommt hin. So, wir gehen jetzt einmal in das Menü und machen einmal hier Stromabnehmer nach oben. Hier fährt er hoch. Hoch, hoch, hoch. Zack. Und ich weiß gar nicht, fahren die mit 2 Stromabnehmern? Oder ist nur einer oben? Nur in die Fahrtrichtung. Ich weiß es jetzt gar nicht. Schreibt das mal bitte gerne in die Kommentare. Ich wüsste das jetzt wirklich, wüsste ich das jetzt gar nicht. Also ich mache jetzt einfach mal beide Stromabnehmer hoch. Theoretisch wäre das, ich weiß nicht, ein bisschen zu viel Power, ne? So, lassen wir mal. Ja, der eine hat ja sowieso nur, okay. So, jetzt müssen wir bei dem nämlich aufpassen und gucken, welche Richtung die steht. Okay, die steht schon mal in die richtige Richtung. Dann würden wir auch auf 80 setzen und den anderen einmal auf minus 80. So, jetzt fahren die. Wir gehen jetzt einmal rüber zum Bahnhof. Jetzt hoffen wir, dass die Weichen richtig stehen und die sich da irgendwie nicht... Wir machen ein Stück hinten. So, jetzt kommen die gleich einmal hier rum. So, dann schauen wir mal jetzt, ob das mit den schönen Signalen funktioniert hier. So, der erste ist schon am Bahnsteig. Ja, das ist schon mal gut. Der kommt schon hier rein. Ja, der ist sogar zu kurz für für den langen Bahnsteig, ne? Ja. So, wo ist unser da? Intercity ist auch schon da. So, na, bleibst du stehen. Ja, der wird schon langsamer. Funktioniert das schon mal mit dem Haltzeichen? Und in die andere Richtung. Der wird auch langsamer, der bleibt auch stehen. Genau. Bei so kurzen Zügen, ja, könnte man eventuell, ist auch ein bisschen Fummelarbeit, aber so einstellen, dass die quasi so mittig am Bahnsteig stehen, damit die Leute einfacher ein- und aussteigen können. Ne? So, jetzt müssen wir gucken, welchen haben wir denn jetzt wie eingestellt? Einer fährt in 50 Sekunden, der andere 45 Sekunden. Wir machen mal ein bisschen schnellere Zeit. So, hier fährt der in 45 Sekunden also schon. Der andere fährt auch ganz langsam los. Perfekt. Da, das sieht doch schon mal super aus. Der fährt, der andere ist schon, hat schon die halbe Strecke durch, bevor der hier überhaupt losfährt, ey. Boah. Kommt schon wieder und der ist noch nicht mal hier. Machen wir mal ganz schnell. Hui! Und los geht's. Jo. Und stopp. Und wer fährt? Dann fährt der wieder zuerst und auf Wiedersehen. Und der fährt jetzt auch los. Da kommt schon der ICE wieder zurück. So, dann machen wir mal hier langsam. Genau. Ja, das ist dann einmal schon mal unser Oval mit dem kleinen also ja, unser Hauptbahnhof, den wir noch weiter ausgestalten werden. Und hier an der Außenseite vielleicht könnte man da noch eine Nebenbahn oder so hinbauen. Wir schauen mal weiter, wie wir das machen werden. Und hier an den Seiten noch weitermachen können. Ich sehe gerade, wir haben hier die Oberleitung, weil wir die Gleise weggemacht haben, haben wir hier die ganzen Oberleitungen weg. Müssen wir jetzt nämlich hier alles per Hand elektrisch einstellen. Genau. Das machen wir dann später. Das kann man nur ganz schnell machen, aber ich mache das einfach offscreen, damit wir in der nächsten Folge dann, ja, entweder müssen wir mal schauen, ob wir hier auf der anderen Seite noch einen kleinen Bahnhof bauen oder ob wir direkt, können wir mit der Gestaltung anfangen.
Am besten fangen wir mit der Gestaltung hier drumherum an. Und von euch würde ich gerne wissen, was haltet ihr davon, hier einen kleinen Bahnhof hinzustellen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und wenn ich weitermachen soll. Ja, und abonnieren bitte nicht vergessen. Dann danke ich euch, wünsche ich euch einen angenehmen Tag, angenehme Nacht, angenehmen Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und ja, bis dann, auf Wiedersehen, ciao.